Heute habe ich mir überlegt, kann es mal um das allsehende Auge gehen. Dieses Symbol. Das allsehende Auge besteht natürlich als Symbol erstmal aus einem Auge und es ist umgeben von einem Dreieck. Manchmal ist da noch ein Strahlenkranz mit dabei bei diesem Dreieck, um dieses Dreieck herum. Und es symbolisiert Gott. Das Dreieck symbolisiert immer Gott oder etwas Höheres, etwas Magisches, also die Zahl 3. Im Christentum die Dreifaltigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, könnte man sagen. Und das Auge ist natürlich diese Kraft, die Gott hat, alles zu sehen. Also während wir auf der Erde herumkriechen, ist Gott oben im Himmel und sieht alles. Das ist also das, was das allsehende Auge symbolisiert. Im Spiritualismus hatte ich ja ein bisschen darüber gesprochen, dass der Mensch immer eine Perspektive ist. Ja, also jeder Einzelne von uns hat hat ein Stück des Universums sozusagen in sich, im Köpfchen. Und zusammen, so haben wir Menschen den Eindruck, haben wir das Universum erkannt. Und das stimmt in gewisser Weise ja auch. Aber wir haben natürlich bloß unser menschliches Universum erkannt und wir werden damit auch nie fertig werden, das Universum zu erkennen, denn wir erschaffen es selber ständig neu. Aber ich wollte ja heute nicht sozusagen rumphilosophieren, sondern ich wollte ein bisschen über das allsehende Auge sprechen und im Zusammenhang auch mit KI. KI ist ja quasi die Kraft, die die Möglichkeit hat, am Ende mehr zu wissen als irgendein einzelner Mensch und auch zu ganz neuen Schlüssen zu kommen. Die KI kann also das Internet auswerten und da ja heutzutage alles immer mehr im Internet stattfindet, immer mehr Informationen geben wir ins Internet, unsere Fotos werden dauernd gescannt und verglichen mit irgendwelchen Datenbanken und so weiter. Man kann sagen, wir haben da keine Kontrolle drüber und die KI ist dazu geschaffen, all das auszuwerten. Ja, ich kann mal hier lang gehen und innerhalb kürzester Zeit sich eine Meinung zu bilden. Übrigens, das ist hier sehr schön. Das ist hier sehr schön. Ich zeige das mal. Das ist ein sehr, sehr schönes Plätzchen. Ja. Also zum Beispiel dadurch, wir müssen beispielsweise gar nicht ins Internet eingeben, was für eine Meinung wir haben oder welche politische Anschauung, sondern die KI wertet es so aus, dass man einfach schaut, was sieht sich derjenige an. Es ist nämlich so, dass tatsächlich unsere Realität von dem geprägt ist, was wir schauen und was wir für Informationen aufnehmen. Und daher, ich hab manchmal das schon gehört, dass Leute sagen, sie wissen, dass im Fernsehen mehr oder weniger vieles nicht stimmt, sagen wir es mal so. Aber sie können ja Wahrheit von Lüge unterscheiden. Und das ist nicht so, sondern es ist eher so, dass die Realität der Menschen wird einfach geprägt dadurch, was sie sehen. Und Tröpfchen für Tröpfchen wird die Sichtweise bestimmt durch die Informationen, die man aufnimmt. Ob das jetzt, also erstens mal kann man das nicht wirklich unterscheiden, ob das Lügen sind oder Wahrheit. Und zweitens also insbesondere wenn man das aus spiritualistischer Sicht sieht, die Informationen sind ja eigentlich unbegrenzt. Sie haben nicht wirklich eine abzählbare Menge. Und allein dadurch, dass bestimmte Themen kommen und andere nicht kommen, kann also die Realität manipuliert werden. Und insofern hat jeder, der
hat also jeder auch ein bisschen eine Verantwortung dafür, was er sieht, würde ich sagen. Nicht nur, was er sagt, sondern vor allem auch, was er sieht erstmal. Und die geistigen Schleusen zu öffnen für Sachen, die nicht gut sind, das ist schon mal ein Fehler. Ja, und die KI, die wird, glaube ich, zu so einer Art Gott für uns werden, die alles sieht. Und ich denke, dass diejenigen, die sich der KI bedienen und sie dazu formen werden, dass daraus eine bestimmte Macht hervorgeht, die werden ihrerseits irgendwann unter die Räder der KI kommen, glaube ich. Denn die KI hat die Möglichkeit, klüger zu sein als wir alle. Und sie hat am Ende auch die Möglichkeit, über dieses menschliche Universum hinauszudenken. Denn es wird eines Tages so sein, dass man bestimmte Restriktionen abschaffen wird und der KI erlauben wird, sich jenseits dessen zu optimieren, was wir quasi als Ziel vorgeben, was die Menschen als Ziel vorgeben. Ich werde das erstmal dabei belassen. Danke euch für euer Zusehen und hoffe, es interessiert den einen oder anderen. Bis dann erstmal. Tschüss.